Wir sind hier am Betrieb Neubauer in Bernersdorf. Das wird geführt von Karl Neubauer und von mir, Viktoria Neubauer. Wir sind hier in Bernersdorf, das ist im Weinviertel im nördlichen Niederösterreich. Ist ein Familienbetrieb. Ich bin als Landwirt geboren. Ich habe das in die Wiege gelegt gekriegt und für mich hat es eigentlich nie ein anderes Thema gegeben, als dass ich Landwirt werde. Ich habe einigermaßen einen Betrieb zusammengebracht und der geht jetzt irgendwann weiter an die Tochter. Mir ist die Landwirtschaft vielleicht auch in die Wiege gelegt worden. Nach der Matura war aber trotzdem mein Weg dann das Studium, den Master noch in angewandte Pflanzenwissenschaften gemacht und das mit dem Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Somit bin ich froh, dass ich die Möglichkeit habe, den Betrieb weiterzuführen. Acker- und Weinbau sind die Kulturen, die wir hier kultivieren. Der Fokus liegt eindeutig am Ackerbau und als Besonderheit haben wir die Hackfrüchte, und zwar den Ölkürbis und die Zuckerrübe. Wir haben eine 5-schlägerige Fruchtfolge, wobei ein Teil davon der Kürbis ist, bauen Kürbis und Zuckerrübe im gleichen Maß an und dazwischen immer das Getreide. Die Betriebsgröße ist im gesamten 235 Hektar. Der Kürbis ist natürlich seit Jahren da und wird von uns speziell kultiviert. Wir produzieren nur Kerne und die wird dort in der Steiermark erst, wo die Ölpresser sitzen, dort verarbeitet. Also wir haben einen Gebietsschutz, GGA, geografisch geschützter Anbau, mit dem Erzeugerring steirisches Kernöl. Das ist eine Hackfrucht, man muss gut vorbereiten, nicht zu fest. Man hat dann die Düngung zu machen und Düngung haben wir den Fokus auf eine gute Grunddüngung, Kalium und Phosphor gelegt und auf Magnesium und Schwefel, dass die Ölhaltigkeit ausreichend ist. Wir werden zwar nicht nach Öl bezahlt, aber es wird trotzdem angesehen bei den Ölpresser, dass es gibt fast keine Pflanzenschutzmittel im Kürbisbereich und dort ist man doch auf Handhacke und Maschinenhacke angewiesen, dass man Kürbis halbwegs unkrautfrei durch die Runden bringt. Ansonsten sind wir das ganze Jahr alleine, da wir von der Maschinenausstattung her so aufgestellt sind, dass der Großteil maschinell zu erledigen ist und die Handarbeit, die im Weinbau zum Beispiel doch vorhanden ist, für 2 Personen machbar ist. Bei uns in Bernersdorf haben wir so durchschnittlich Jahresniederschläge von 450 mm. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Im Frühling, Mai, Juni ist es oft problematisch, dass die Niederschläge sehr sparsam fallen bei uns. Bei uns im Gebiet gibt es sehr gute Böden, eine der besten Böden in Österreich. Wir haben Bodenpunkte bis 100, fallen runter bis 60, das sind unsere schlechtesten Böden. Meterdicke Humusschichten haben wir da drauf, also mit bis zu 1,5 Meter. So haben wir unser Ertragspotenzial trotz der geringen Niederschläge. Beim Kürbis ist vor allem wichtig, dass der Kern eine schöne grüne Farbe hat, weil das Öl, wie man es erkennt, schön ein dunkelgrün ist und so wie der Kern ausschaut, so schaut das Öl dann auch aus. Das Kürbiskernöl selbst wird ja hauptsächlich als Salatöl verwendet, also es ist nicht hitzebeständig. Wir betreiben einige Sachen gemeinsam. Das ist zum Beispiel Erntemaschinen im Kürbisbereich. Die Trocknungsanlage ist zwar im Eigenbesitz, wird aber vermietet. Und die Reinigungsanlage, da wird für mehrere Trocknungsanlagen gereinigt und aufbereitet und verladen die Kürbisse. Also so haben wir Kooperationen untereinander. Bevor die Kürbisse geerntet werden können, müssen sie in Reihen geschoben werden. Weiter geht's dann mit der Ernte. Ja, die Erntemaschine, das ist mein Part. Ich bin der Erntemaschinenfahrer. Und diese Kugel, diese Kürbisse werden aufgespießt mit einer Stachelwalze. Die werden dann nach oben gehoben, kommen in einen Brecher. Der Brecher zerbricht die Kürbisse, zerreißt sie auf kleine Stücke. Durch das fallen die Kerne dann raus. Sie werden über eine Siebtrommel abgeschieden, die Kerne vom Fruchtfleisch. Das Fruchtfleisch fliegt hinten aus der Maschine. Die Kerne trennen sich von dem Fruchtfleisch. Das Erntegut wird dann zu Hause gewaschen mit einer Waschmaschine, kurz abgesieden und dann auf den Flachrosttrockner aufgebracht. Die Trocknung verläuft so, dass das ca. 15 bis 20 Stunden dauert für 3.000 bis 4.000 Kilo trockene Ware. Das Ganze muss alle 2 bis 3 Stunden durchgerührt werden, damit die Kürbis eben keine Klumpen bilden und gleichmäßig trocknen können. Dann kommen sie auf die Putzmaschine und dort werden sie mit Luft und mit Sieben bearbeitet. Das Ganze muss aber sehr schonend passieren, weil immer im Fokus steht dieses grüne Häutchen, das die Farbe des Öls macht, dass dieses erhalten bleibt. Je weniger Bruch und je weniger verletzte Kerne wir haben, desto besser ist die Bezahlung. Der Kürbiskernölmarkt ist prinzipiell ein Wachstumsmarkt. Es ist mittlerweile so, dass in Österreich ein Kürbiskernöl jeder kennt. Wenn man über die Grenzen schaut, ist es noch nicht so bekannt, aber man wird sehen, wo die Entwicklung in einigen Jahren hingeht.
Im Großen und Ganzen hat der Kürbis aber einen guten Deckungsbeitrag im Schnitt der Jahre. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir wirklich Kürbis anbauen, weil auch wir wollen Geld verdienen. Ne?